Hallo meine Freunde, hola Madridistas, es ist schon wieder Freitag. Morgen um 14 Uhr startet Real Madrid die Rückrunde mit einem Heimspiel gegen Levante. Aber zu dem Spiel komme ich in meinem nächsten Video, da unterhalten wir uns auch über strukturelle Probleme von Real Madrid, insbesondere in der Fanszene, aber ich möchte da nicht zu viel verraten. Heute kümmern wir uns über ein paar Themen, die schon seit 2-3 Tagen unter meinen Fingernägeln brennen, die ich unbedingt mit euch teilen wollte. Aber ganz ehrlich, in den letzten 72 Stunden oder 96 Stunden bei Real Madrid ist so viel passiert. Supercup-Finale verloren, Trainer entlassen, Pokal gegen den Zweitligisten verloren, neuen Trainer. Es hat sich so viel geändert. Es waren so viele aktuelle Themen, dass es Themen gab, die ich auf heute verschoben habe, aber die trotzdem sehr wichtig sind. Wir unterhalten uns heute über Themen rund um Dani Carvajal, Vini Junior, Kylian Mbappé und Brahim. Da könnt ihr euch schon denken, was ich sage. Aber es gibt auch neue Informationen aus Spanien und aus Deutschland, nämlich immer mehr Quellen sagen, Real Madrid möchte Jürgen Klopp als neuen Trainer für das neue Projekt Real Madrid in diesem Sommer. Was da dran ist, wer die Quellen sind, meine Meinung dazu, all das in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, nach so viel Negativität in den letzten Tagen bei Real Madrid bin ich froh, dass ich dieses Video mit guten Nachrichten, mit positiven Informationen starten kann. Herzlichen Glückwunsch Brahim, herzlichen Glückwunsch Marokko zum Finaleinzug im Afrika Cup. Diesmal hat Brahim Diaz leider nicht getroffen. Er hatte bisher ja einen historischen Rekord. 5 Spiele, 5 Tore im Afrika Cup für Marokko. Dieses Mal war ihm das Glück nicht vergönnt. Trotzdem, Marokko qualifiziert sich im Elfmeterschießen gegen Nigeria. Und am Sonntag, glaube ich, ist das Finale gegen Senegal. Ich drücke Brahim natürlich die Daumen. Ja, kommen wir jetzt von guten Nachrichten wiederum zu der Aktualität von Real Madrid, zu schlechteren Nachrichten. Und ich habe immer wieder gesagt, der Punkt, der mich bei Real Madrid sehr geärgert hat in den letzten Jahren und der auch von Charakterschwäche zeugt, finde ich, ist, dass nach den Niederlagen nie ein Spieler vor die Mikrofone getreten ist. Bei Siegen standen sie Schlange, da waren immer 4, 5 Spieler, die gerade zeigen wollten, wie gut sie waren. Bei Niederlagen, wenn es drauf ankommt, hat sich aber keiner vor die Kameras getraut. Wie gesagt, eine große Charakterschwäche, meiner Meinung nach, sagt auch einiges über die Kabine. Trotzdem muss ich auch zugeben, wenn es mal andersrum ist. Und in der schwärzesten Stunde, nach der schlimmsten Niederlage seit Jahren, gegen einen Zweitligisten, der vielleicht sogar in die 3. Liga absteigt, wie dem auch sei, muss ich zugeben, Dani Carvajal, unser Kapitän, ist vor die Kameras getreten. Hören wir uns mal an, was er gesagt hat. Nun, ich glaube, heute haben wir kläglich den Tiefpunkt erreicht. Man muss auch bei Niederlagen Gesicht zeigen und das ist jetzt eben dran. Letztlich sehen wir, dass wir alle die Hauptverantwortlichen sind und ich spreche hier für die Spieler. Wenn wir nicht auf der Höhe sind, passieren eben solche Dinge und viel mehr kann ich dazu nicht sagen, wirklich. Ich denke, wir sind heute am Boden angekommen. Ein Zweitligist hat uns rausgeworfen. Glückwunsch an Sie und ab morgen muss jeder für sich und wir als Team Selbstkritik üben. Es ist noch Zeit, um die Saison noch zu retten. Wir haben 2 tolle Wettbewerbe, in denen wir um alles kämpfen werden. Die Botschaft ist, dass das Team gerade nicht in Bestform ist, logischerweise. Dass wir hart arbeiten müssen, wir alle müssen viel mehr geben, das ist die Realität und das ist die Botschaft. Wir bitten auch die Fans um Entschuldigung. Ich denke, ich zuerst. Wir werden den Erwartungen dieses Clubs nicht gerecht. Und wir versprechen, in den nächsten Spielen und Monaten alles zu geben, damit sich die Situation wieder wendet. Ach so, ab jetzt wollen sie kämpfen? Ja gut. Was? Warum denn? Wie gesagt, das Ende hat mich ein bisschen geärgert. Ab jetzt werden wir Vollgas geben oder was auch immer er da genau formuliert hat.
Er hat sich zumindest vor die Fans bei den Fans entschuldigt, hat sich vor die Kameras getraut, hat gesagt, wir sind jetzt komplett am Boden und es liegt an uns, an den Spielern. Wir selber müssen mal nachdenken, was wir da getan haben. Jeder einzelne von uns und auch als Mannschaft. Naja, wie dem auch sei, ich wollte, dass ihr die Worte von unserem Kapitän hört. Ich fand hier auf der einen Seite, ja, was soll er auch anderes sagen? Auf der anderen Seite, ja, wenn es so Aussagen gibt wie ab jetzt versprechen wir werden, ja, ich dachte, das ist mit der Unterschrift bei Real Madrid ist das Voraussetzung, dass man immer alles gibt. So war es zumindest früher. Naja, und jetzt kommen wir zu einem Thema, wo ich tue mir da überhaupt nicht schwer. Ja, wir unterhalten uns über Vini Junior. Und ich weiß, es gibt keinen wahrscheinlich, der gerade so eine Wut auf Vini Junior hat wie ich. Denn ich habe ihn jahrelang verteidigt. Gegen alle Angriffe. Und ich habe zurzeit das Gefühl, ja, dass er das nicht respektiert, was der Madridismo für ihn alles gibt, was der Madridismo für ihn tut, etc. Ich bin sehr, sehr wütend auf Vini Junior. Das ändert aber nichts daran, dass es Szenen gibt, die in der Welt nichts zu suchen haben. Nicht beim Fußball, nicht im Alltag. Die haben einfach keinen Platz auf der Welt. Ja, und es ist schon wieder passiert. Vor dem Pokalspiel gegen Albacete. Vini Junior hatte noch nie irgendwas mit Albacete zu tun. Wir spielen, glaube ich, zum ersten Mal seit 18 Jahren haben wir gegen die gespielt. Ich liege wahrscheinlich falsch, aber es war eine Ewigkeit. Ja, und hört euch mal an, was sie vor dem Stadion gesungen haben. Vinicius, eres un mono. Vinicius, du bist ein Affe. Es soll mir niemals jemand wieder erzählen, dass Spanien kein Rassismusproblem hat. Und Vini Junior hatte mit seinen Anklagen gegen den Rassismus in Spanien zu 100% recht. Und ich fand es auch richtig und finde es richtig, dass Real Madrid ihn in diesem Punkt unterstützt. Wie gesagt, wir müssen Sachen unterscheiden. Das eine ist der Fußballer Vinicius, mit dem bin ich nicht zufrieden. Das andere ist der Mensch Vinicius. Und der Mensch Vinicius hat so etwas nicht zu ertragen wie kein anderer Mensch auf der Welt. Also, Albacete hat auch schon ein offizielles Statement gemacht, hat sich entschuldigt, möchte, dass die Fans nie wieder das Stadion betreten. Ja, aber das ist viel Blabla. Ich möchte auch Action sehen. Es gibt Kamerabilder. Sucht die das waren und die gehören von der Anklagebank, denn so etwas ist in Spanien strafbar. Ich hoffe, die werden verknackt. Ja, wir bleiben bei kontroversen Themen, obwohl das Thema für mich nicht kontrovers ist. Und jetzt ein Schuh, den ich mir selber auch anziehen muss. Zu meiner Verteidigung, ich war nach dem Finale gegen Barcelona sehr enttäuscht. Es gibt diese berühmte Szene, wo viele behaupten, Mbappé war mit der Hauptgrund dafür, dass ein Xabi Alonso Real Madrid verlassen musste. Es gab die berühmte Szene, wo Xabi Alonso anscheinend sagt, komm, wir stehen jetzt hier Spalier für den FC Barcelona, was Quatsch ist. Es gibt keinen Spalier nach einem Supercup-Sieg, das ist keine Sache. Und angeblich Mbappé gesagt hat, nein, komm, und Xabi Alonso wie ein Hündchen hinterhergelaufen wäre. So nach dem Motto, Xabi Alonso hatte keine Autorität, jeder hat ihn bestimmt. So, und ich habe dieses Video gesehen und ich bin ehrlich, ich bin ein bisschen drauf reingefallen. Ich habe es gesehen und dachte, boah, das zeigt doch, dass Xabi Alonso nicht die Autorität in der Kabine hat. Das war mein erster Gedanke. Aber wenn man Fehler macht, muss man zu Fehlern stehen. Ich kann nicht von den Real Madrid-Spielern verlangen, nach einer Niederlage vor die Kamera zu treten. Und wenn ich in einem Live-Watch-Along Quatsch erzähle, im Nachhinein so tun, als wenn ich das nie gesehen hätte. Nein, es gibt ein neues Video, was klar zeigt, was passiert ist. Und zwar, ich lasse das jetzt laufen parallel. Zunächst einmal gehen die Spieler dahin und ihr seht schon den ersten Kameramann, der den Spielern sagt, komm, geht hier bitte weg, ihr seid hier im Weg für die Kameras. Dann kommt der andere Mann und sagt denen auch, komm, geht weg. In Mbappé sieht das, die sehen das. Ein Xavi und ein Asensio haben das nicht mitbekommen, standen noch da. Aber deshalb hat ein Mbappé gesagt, komm, wir gehen. Und dann sieht man auch ganz klar, wie ein dritter Mann den nochmal gesagt hat, komm, geht. Und Real Madrid ist ja keinmal in die Kabine gegangen. Das hat man ja gedacht, dass ein Mbappé sauer die alle in die Kabine gerufen hätte. Aber nein, die standen alle da und haben sich die Preisübergabe vom FC Barcelona angeschaut. Ja, wie gesagt, mea culpa, mein Fehler. Eigentlich muss ich doch wissen, wie die Presse funktioniert. Aber auch als erfahrener YouTuber, so erfahren bin ich noch nicht. Aber passieren mir hier und da mal Fehler. Meine Entschuldigung an Kylian Mbappé. Kylian Mbappé,
hat sich immer für einen Xabi Alonso eingesetzt. Es gab niemals irgendwo das Gerücht, dass er einer der Gründe war, dass ein Xabi Alonso gegangen ist. Im Gegenteil, er hieß immer, er war auf der Seite der Befürworter für Xabi Alonso. L'Équipe hat auch gesagt, er hat sich extra für das Supercup-Finale fit spritzen lassen, weil er den Trainer unterstützen wollte. Und jetzt gegen Levante fällt er wieder aus. Also eigentlich ist er noch verletzt. Naja, ob die Familie Mbappé diese Information an L'Équipe streut, damit er besser dasteht, kann natürlich auch sein. Da bilde ich mir keine Meinung. Aber ich wollte klarstellen, Kylian Mbappé war nie einer der sage ich mal, der Unruheherde in der Kabine rund um Xabi Alonso. Ja, und jetzt kommen wir wohl zum Hauptthema dieses Videos. Nachdem Xabi Alonso entlassen wurde und wir alle unter Schock standen, haben sich natürlich jeder gefragt, wer wird ihn ersetzen. Relativ schnell kam die Antwort Álvaro Arbeloa aus Real Madrid Castilla, aber meine erste Reaktion war, dieser Mann hat ja noch null Erfahrung im Seniorenbereich, so sehr ich Álvaro Arbeloa, die Legende, liebe. Wie gesagt, einer meiner absoluten Lieblingsspieler aller Zeiten bei Real Madrid. Aber Real Madrid hat ihm mit dem Vertrag, dem die Arbeloa gegeben haben, auch kein großes Vertrauen ausgestrahlt. Die haben ihm ein halbes Jahr Vertrag gegeben, +1. Dieses +1 kriegt er aber nur, wenn der Titel gewinnt und sich mit der Mannschaft gut versteht. Das ist unmöglich. Das ist das Gegenteil von dem, was passieren kann. Entweder er konfrontiert die Mannschaft und die macht das, was er will. Dann kann man vielleicht sogar einen Titel holen, so albern sich das anhört. Aber wenn er da ist, um Aui Aui, Wai Wai zu machen und Vini, du bist der Beste, Bellingham, du bist der Beste, etc. pp., dann wird diese Mannschaft nichts holen. Also Real Madrid bindet ihn an Händen und Füßen, schmeißt ihn von der Reling und sagt unter Wasser, ja, guck, wie du da klarkommst. Also auf jeden Fall, es sieht so aus, als wenn er keine Langzeitlösung ist. Und immer wieder kommen natürlich Gerüchte, wer wird ihn ersetzen? Wer in der Welt des Fußballs kann Real Madrid in die richtige Richtung bringen? Ja, und da wir eben gemerkt haben, wie schnell man sich von der Presse manipulieren lassen kann, würde ich in dem Fall vorschlagen, wir hören erstmal den Protagonisten selber zu. Jürgen Klopp. Was hat er zu der Situation Real Madrid und Xabi Alonso zu sagen? Und was denkt er, ob er der neue Trainer von Real Madrid wird? Hören wir da erst einmal rein. Ich wollte da gemütlich reinstarten, jetzt ist aber vor 2 Stunden die Meldung reingeplatzt. Xabi Alonso ist nicht mehr Trainer bei Real Madrid und meine Frage, draußen mir kaum stellen, hat das Handy bei dir schon geläutet? Hat es tatsächlich, aber nicht aus Madrid. Aber tatsächlich gab es natürlich ein paar Leute, die gedacht haben, sie müssten mich direkt darauf ansprechen. Also erstmal ist es, glaube ich, ein weiteres Zeichen dafür, dass irgendwas da gerade nicht 100% richtig ist da draußen. Wenn Xabi Alonso, der jetzt über 2 Jahre in Leverkusen gezeigt hat, was für ein herausragendes, ich glaube, in dem Alter darf man so sagen, und bei der Anzahl der Jobs, die er hat, ein herausragendes Trainertalent ist und dann ein halbes Jahr später bei Madrid gehen muss. Zeigt verschiedene Dinge. Zum einen haben wir irgendwie keine Zeit mehr in der heutigen Zeit und zum anderen sind die Ansprüche bei Real natürlich riesengroß. Aus so einer Emotion heraus, gestern Abend Pokalfinale verloren zu haben gegen Barcelona, so eine Entscheidung zu treffen. Man hat die Gerüchte, glaube ich, schon eine Weile gehört und jetzt, und ich weiß gar nicht, ob deine Frage darauf hinausgeht, aber hat natürlich mit mir gar nichts zu tun und hat in mir auch nichts ausgelöst, falls das die Anschlussfrage gewesen wäre. Ich war überrascht. Das stimmt, war wirklich überrascht und dann haben ein paar Leute geschrieben und ich habe unterschiedliche Emojis zurückgeschickt. Ja, und ich bin ganz ehrlich, als ich das Video gesehen habe, Klopp kommt mir unglaublich ehrlich vor. Also ich glaube auch, wo der sagt, juckt mich quasi nicht, also das verursacht bei mir nichts. Für mich war das Thema damit erledigt. Allerdings, ja, ich glaube ein paar Stunden später, Florian Plettenberg mit der Information, exklusive Details. Jürgen Klopp ist ein Kandidat für den Trainerposten bei Real Madrid. Sollte der Verein im Sommer einen neuen Trainer verpflichten. Dies wurde bereits am 11. Dezember bekannt gegeben und erneut bestätigt. Trotz Klopps langfristigen Vertrag mit Red Bull und einer starken Identifikation mit dem Red Bull-Projekt übt Real Madrid eine große Anziehungskraft auf ihn aus. Sollte Real ein ernsthaftes Angebot abgeben, würde Klopp dies ernsthaft in Erwägung ziehen. Also, das sind die Informationen von Sky Sport News. Erneut bestätigt. Nach den Worten von Klopp habe ich gesagt, nee, ich glaube dir immer noch nicht. Ich glaube logischerweise eher den Klopp.
Ja, dann die nächste Information aus Spanien. Hören wir da einmal rein. Nun, Real Madrid ist in der Pflicht, einen neuen Trainer zu suchen. Arbeloa ist zwar Trainer, aber das ist nur eine Übergangslösung. Logisch wäre, dass Arbeloa bis zum Ende der Saison bleibt. Und wenn er die Champions League oder beides gewinnt, bleibt er vielleicht. Aber der Club sieht in Arbeloa eine Notlösung für den Moment, die bis zum Sommer halten soll. Madrid muss aber ab Sommer einen Trainer suchen und unter den Namen Maresca ist einer der Kandidaten. Er hat gerade bei Chelsea aufgehört und der ewig begehrte Jürgen Klopp. Und noch ein paar andere Namen fallen. Nun, für die nächste Saison und falls mit Arbeloa etwas passiert, was keiner hofft, bis zum Saisonende. Ja, und das war El Desmarque. Also die sind an sich relativ gut informiert. El Larguero hat das Gleiche berichtet. Fabrizio Romano, ganz oft redet er schon über das Thema Jürgen Klopp und Real Madrid. Real Madrid findet ihn super. Jürgen Klopp, ja, da scheint eine Anziehungskraft von Real Madrid zu sein. Aber ich bin nicht überzeugt. Das, was ich jetzt sage, ist meine persönliche Meinung. Ich habe euch die Quellen gezeigt, ich habe euch die Informationen gezeigt. Jeder soll seine eigene Meinung daraus schließen. Jetzt kommt die Meinung, die ich dazu habe. Ein Jürgen Klopp ist ein Trainer mit so einem Standing, der würde sich keiner Kabine und keinem Verein unterwerfen. Auch nicht, wenn der Verein Real Madrid heißt. Wenn Florentino Perez ihn anruft, sagt er, bist du wirklich bereit für Veränderung? Bin ich derjenige, der im sportlichen Geschäft das komplette Sagen hat? Darf ich entscheiden, welche Spieler wir verpflichten? Darf ich entscheiden, welche Spieler wir verkaufen, auf der Bank sitzen, auf die Tribüne gehen? Habe ich freie Hand? Ein Florentino Perez, das hat er bei Xabi Alonso gezeigt, ist nicht bereit, ja, das gesamte Lenkrad aus der Hand zu geben. Auch wenn ich finde, dass es im sportlichen Bereich Zeit wäre. Viele verlangen ja von dem Florentino Perez, dass er zurücktritt. Ich bin da komplett anderer Meinung. Ich bin der Meinung, man muss den wirtschaftlichen Teil von Real Madrid mit dem sportlichen Teil trennen. Im wirtschaftlichen Teil ist Florentino Perez das Beste in der Geschichte von Real Madrid. Marketing etc. Zukunftsvisionär. Also das wäre das Beste auf der Welt, wenn er da bei Real Madrid bleibt, so viele Jahre wie möglich. Aber er muss einsehen, im sportlichen Bereich ist er vielleicht nicht mehr auf dem neuesten Stand. Gibt da jemanden die komplette Kontrolle, der kümmert sich um die Abteilung Sport, du um die Abteilung Finanzen und Marketing. Das wäre meine Lösung. Ja, wie gesagt, meine Meinung, ein Florentino Perez ist für diesen Schritt noch nicht bereit. Vielleicht, wenn die Horrorergebnisse so weitergehen, wenn das Santiago Bernabéu morgen der Mannschaft, dem Präsidium vielleicht die Quittung gibt mit weißen Taschentüchern und einem riesigen Five-Konzert, vielleicht, treibt ein Florentino Perez es dann irgendwann doch in die Richtung. Ja, wie gesagt, ich bin der Meinung, das wird nichts, da ist nichts dran. Vielleicht seid ihr anderer Meinung. Lasst das bitte in den Kommentaren, ob Klopp für euch überhaupt die richtige Lösung wäre. Wenn ihr schon mal da unten seid, lasst ein Like unter diesem Video. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Teilt dieses Video. Hypen. Wer noch kein Follow da gelassen hat, drückt drauf. Tust mir einen Riesengefallen. Und wir sehen uns morgen wieder. Vielleicht heute Abend. Morgen früh ist Fußball. Ich weiß noch nicht, wann ich das nächste Video bringe. Bis dahin. A la Madrid!